Bist du bereit für die laut Guinness-Buch am längsten fortlaufende Geschichte in einem Videospiel, inklusive Senioren, die Pistolengeschosse mit ihren Zähnen abfangen, verrückten Wissenschaftlern, die ihre verstorbenen Töchter als Roboter mit Kettensägenarmen nachbauen, riesigen Weltraumlasern, antiken ägyptischen Dämonengöttern und fremdgehenden Kängurus? Dann lass uns eintauchen in die völlig verrückte Geschichte von Tekken. Tekken ist japanisch für Eisenfaust oder Iron Fist, der Titel des Kampfturniers aus jedem einzelnen der Teile. Und auch wenn jeder Tekken sagt, inklusive der Fernsehwerbung, There's Tekken 3. Oh yeah, Tekken 4 is here. I will defeat the Tekken fighters. wissen doch nur die Spiele selbst, wie man es richtig ausspricht. Tekken Force. When Tekken fighters attacked her, Die und Michelle Rodriguez. Like literally spend all night playing like Tekken Fighter games or Street Fighter. Die Tekken-Saga beginnt 1994 mit der Veröffentlichung des ersten Spiels, in dem ein Vater seinen Sohn hoch in die japanischen Berge nimmt, um ihn im Kampfsport zu unterrichten. Heihachi Mishimas Erziehungsmethoden gegenüber seinem 5-jährigen Sohn Kazuya sind aber gewöhnungsbedürftig. So möchte er den Knirps in eine Schlucht werfen, um zu sehen, ob der den Sturz überleben und somit Heihachi würdig sein würde. Nicht viel, was Kazuya dem entgegenzusetzen hatte. Heihachi war schließlich selber ein japanischer Berg. Entgegen jeglicher Naturgesetze überlebt das Kind den Sturz aber tatsächlich, die Narbe auf seiner Brust eine Erinnerung daran, und somit hat Heihachi nicht nur einen würdigen Erben erschaffen, sondern auch einen Todfeind fürs Leben, der ewige Rache geschworen hat. Ein Ziel, das Kazuya die nächsten 21 Jahre zumindest nicht umzusetzen vermag, da sich Heihachi zum CEO der Mishima Zaibatsu hocharbeitet, einem riesigen Konzern, der sowohl Sportturniere veranstaltet, als auch Militärprojekte unterstützt. Heihachis Vater Jinpachi hatte nicht nur den eindrucksvollsten Bart aller Zeiten, er hatte den Konzern auch groß gemacht. Bis zu seinem plötzlichen Ableben und der Übernahme durch Heihachi, der den gewonnenen Einfluss augenblicklich für düstere Machenschaften im organisierten Verbrechen nutzt. Viele haben es versucht, aber niemand konnte Heihachi auch nur ein Haar krümmen. Nicht nur galt der Mann als stärkster Kämpfer der Welt, man sagte ihm sogar buchstäbliche Unverwundbarkeit nach. Eines Tages zog er sogar in den Wald hinaus, entführte einen Babybären und zog ihn bei sich zu Hause als Haustier auf. Doch ein Haustier, das dem großen Heihachi würdig sein konnte, musste, nein, nicht den Sturz in eine Schlucht überleben, sondern Japanisch sowie Kampfsport erlernen. Würde ich so aussehen wie Kuma in Tekken 1, würde ich auch dringend Kampfsport machen, damit niemand es wagt, mich zu hänseln. Um den Hass und somit auch die Stärke seines Sohnes weiter anzufeuern, adoptiert Heihachi darüber hinaus das Waisenkind Lee Chaolan, das ihm durch seine Fähigkeit auffiel, problemlos mit Straßenschlägern fertig zu werden. Kazuya brauchte einen Rivalen und Lee war die perfekte Wahl. Der genoss den überwältigenden Reichtum seiner neuen Familie, auch wenn er sich im Gegenzug dafür ab und an von Kazuya vermöbeln lassen musste. Heihachi derweil, der seinen Hausstand zumindest in seinen Augen in Ordnung gebracht hatte, war weiterhin auf der Suche nach Erfüllung, nach dem Sinn in seinem Leben. Wie jeder unangefochtene beste Kämpfer der Welt muss auch er mit der Last leben, dass er niemandem mehr nacheifern kann. Dass es niemanden gibt, der in ihm den Nervenkitzel eines ebenbürtigen Kampfes auslösen konnte. Doch die Hoffnung, dass so jemand vielleicht doch irgendwo auf der Welt existieren könnte, stirbt zuletzt. Also lässt er das King of the Iron Fist Tournament organisieren und ruft die stärksten Kämpfer der Welt zusammen, um ihn zu besiegen und Reichtum zu erlangen. Auch Kazuya sieht damit endlich die Gelegenheit gekommen, seine Rachepläne in die Tat umzusetzen. Im Gegensatz zu tatsächlich gutherzigen Protagonisten aus anderen Kampfspielen wie Ryu aus Street Fighter oder Liu Kang aus Mortal Kombat ist Kazuya alles andere als ein Held. Getrieben von eben Hass und Rache ist sein oberstes Ziel, seinen Vater zu ermorden, den Mishima-Konzern an sich zu reißen und mit ihrer Hilfe die gesamte Welt zu unterwerfen. Im Grunde genommen will er all die Missetaten Heihachis noch übertreffen, genauso wie er ihn auch kämpferisch übertreffen möchte.
Diese Pläne jedoch machen die Runde und stoßen mächtigen Leuten überall auf der Welt sauer auf. So zum Beispiel auch der russischen Regierung, die den durchschlagskräftigen Roboter Jack erschaffen und für das Turnier anmelden. Naja, richtiger lautet es wohl, die durchschlagskräftigen Roboter erschaffen, weil es hunderte identische Kopien von Jack gibt. Und allen wurde einprogrammiert, nach einem Sieg gehörig zu posen. Erfinder der Roboter ist der russische Wissenschaftler Dr. Boskonowitsch, auf den Spieler noch bis zum 3. Teil warten mussten. Er hat allerdings nicht nur den bulligen Jack zu verantworten, sondern auch eine ganze Reihe von weiteren abgedrehten Kämpfern, die wir noch kennenlernen werden. Doch es gibt auch kleinere Aufträge für ihn, wie das Entwerfen eines mechanischen Arms für den Samurai Yoshimitsu, der mit seinem Katana am Iron Fist Turnier teilnehmen darf. Yoshi jedenfalls gehört zum jahrhundertealten Robin Hood-artigen Manji-Clan, der Reiche bestiehlt, um arme Menschen unterstützen zu können. Durch diese uralte Tradition hat Yoshimitsu auch eine Reihe von Vorfahren, die schon vor ihm seinen Namen tragen durften und damit weit genug zurückreichen, um auch in Namcos Soul Calibur-Franchise auftauchen zu können. Nicht nur seine Vorfahren heißen jedoch Yoshimitsu, sondern auch sein Dämonenschwert, das nach dem Blut seiner Opfer dürstet. Wird dieser Durst nicht zufriedenstellend gestillt, kann der innewohnende Dämon die Kontrolle über den Schwertträger übernehmen und das Böse auf die Welt loslassen. Ein Umstand, den Yoshi bisher vermeiden konnte. Auf der anderen Seite der Welt, in Mexiko, lernen wir King kennen. Ein Luchadore, der quasi eins geworden ist mit seiner Jaguar-Maske und dem dazugehörigen Schwänzchen. Er ist seiner Rolle sogar so verbunden, dass er grundsätzlich nur Jaguar spricht. Ein Glück, dass alle anderen Kämpfer ihn verstehen. Aber sie haben ja auch weder mit Japanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch noch Bär ein Problem. Kings Gesicht ist tatsächlich nur ein einziges Mal zu sehen. Er hat sich dem Wrestling verschrieben, um genug Geld zu verdienen, damit sein altes Waisenhaus nicht geschlossen werden muss. Das mexikanische Waisenhaus voller japanischer Kinder. Kings merkwürdiger Fetisch gehört allerdings nicht nur ihm, denn da gibt es auch noch Armor King, dessen Auge von King zerstört wurde, was schwerwiegende Auswirkungen auf seine Wrestling-Karriere hatte. Entsprechend ist er ein weiterer Kämpfer, der dem Turnier beitritt, um seine Rachefantasien auszuleben. Die beiden Kings sehen nur wie Geschwister aus. Anna und Nina Williams hingegen sind tatsächlich Schwestern, können sich gegenseitig aber genauso wenig ausstehen. Ihre Eltern haben sie zu tödlichen Assassinen ausgebildet, wobei ihr Vater stets Nina bevorzugt hatte, was bei Anna von Kindheitstagen an starke Neidgefühle ausgelöst hatte. Oh, und Nina ist offenbar großer Tom-Fan, wie in Tom und Jerry, wobei ihre Mobbingkünste eindeutig eher zu Maus Jerry passen. Die Familie von der amerikanischen Ureinwohnerin Michelle wurde vom Mishima-Konzern ruiniert, weswegen auch sie auf Vergeltung aus ist. Den Sumo-Ringer Ganryu hat sein beschämendes Verhalten Respekt in seinem Sport gekostet, den er durch einen Sieg im Turnier wiederherstellen möchte. Martial Law, ein Koch aus San Francisco, ist der in Kampfspielen obligatorische Bruce Lee-Klon und der beste Freund von Biker Paul Phoenix, den man nicht unterschätzen sollte. Er wurde bereits vor dem Turnier in einen Kampf mit Kazuya verwickelt und kam mit einem Unentschieden davon. Auf Augenhöhe mit dem Protagonisten des Spiels zu sein, ist sicherlich keine schlechte Ausgangslage. Letztlich bleibt noch Wing Jin Ray zu erwähnen, ein langjähriger Freund der Mishima-Familie und enger Verbündeter des verstorbenen Jinpachi. Er akzeptiert, missbilligt aber auch die Richtung, in die Heihachi den Konzern gelenkt hat. Um sämtliche Kämpfer von Tekken freizuschalten, müssen die Kampagnen bestimmter verfügbarer Charaktere erfolgreich beendet werden. Die so zustande kommenden Kämpfe gelten als anerkannter Canon, also was in der großen Gesamtstory tatsächlich passiert ist. Paul besiegt den Bären Kuma, Kazuya vermöbelt seinen Adoptivbruder Lee, Ganryu hat Yoshimitsu nichts entgegenzusetzen und verliert sein gesamtes Vermögen an ihn, das Yoshi unter den Armen verteilt. Unter den Armen. King setzt sich gegen sein Rüstung tragendes Ebenbild durch, das die Überlegenheit seines Gegenübers anerkennt und seine Rachegelüste ruhen lässt. Im Halbfinale entflammt mit Kazuya gegen Paul Phoenix dann eine alte Rivalität, die dieses Mal aber natürlich nicht in einem Unentschieden ausgeht, um Kazuya gegen Daddy Heihachi antreten lassen zu können. Und der Traum des alten Mannes wird wahr.
er findet endlich einen Kämpfer, dem er unterlegen ist. Kazuya lebt seine Rache auf geradezu poetische Weise aus, als er seinen Vater die Schmach und Schmerzen erleiden lässt, die Kazuya seit 21 Jahren mit sich herumtrug. Und sieh es dir nur an. Das Gesicht des puren Bösen. Kazuya übernimmt also wie geplant den Mishima-Konzern, auch wenn er es hätte besser wissen sollen. Wenn ein 5-Jähriger einen Klippensturz überlebt, wie konnte der vermeintlich unverwundbare Heihachi da den Kürzeren ziehen? 2 Jahre jedenfalls hatte Kazuya bereits die Gelegenheit, den Familienkonzern auszunutzen, um mit finsteren Machenschaften wie Auftragsmorden, Entführungen und Drogengeschäften seine Welteroberungspläne anzufeuern. Zu den Kidnappings gehört übrigens auch der gute alte Dr. Bosconovitch, der für Kazuya an beunruhigenden Projekten arbeiten soll. Ungefähr so beunruhigend wie Kazuyas Auftrag an seine Untergebenen, so viele wilde Tiere wie möglich einzufangen. Seien es Geparden, Wölfe oder Kängurus, damit seine Armee irgendwann nicht nur aus Menschen, sondern auch aus Bestien bestehen konnte. Eines von Bosconovitches Projekten resultiert damit im ersten transgenen Tier mit militärischen Reflexen und Boxhandschuhen, Roger dem Känguru. Eine Erscheinung, die Angst und Schrecken in den Reihen von Kazuyas Feinden erzeugen soll. Okay. Das zweite Ergebnis dieses Forschungsprojekts resultierte aus DNA, die Bosconovitch aus Insektenfossilien entnommen hatte. Somit gibt es nun auch einen boxenden Velociraptor in Kazuyas Rängen, der zugegebenermaßen etwas respekteinflößender ist als Roger, dessen blaue Boxhandschuhe ihn aber trotzdem noch ins Lächerliche ziehen. Wofür hat er denn Krallen? Doch so lächerlich sie auch sein mögen und so augenzwinkern ihr Auftreten überhaupt ins Spiel eingebaut wurde, so wichtig werden sie tatsächlich für die Entwicklung der Tekken-Geschichte sein. Kazuyas Wilderei erweckte nämlich die Aufmerksamkeit der WWWC, einer Tierschutzorganisation, in der Jun Kazama arbeitet. Ihr Nachname wird unter Tekken-Fans sofort sämtliche Glocken klingeln lassen. Und hiermit sei gesagt, dass wenn Kazuya nicht mit der Wilderei und Genmanipulation von Kängurus begonnen hätte, Jin Kazama nie geboren worden wäre. Um die Fußstapfen seines Vaters auch bei den letzten Zweiflern auszufüllen und gleichzeitig Rivalen auszuschalten, die ihm gefährlich werden könnten, ruft er das zweite King of Iron Fist Turnier ins Leben. Unsere alten Bekannten melden sich sogleich an, um eine zweite Chance auf Reichtum und Ruhm zu erlangen, während sich weitere Kämpfer hinzugesellen. Allen voran haben wir Lei Wulong, einem Polizeidetektiv aus Hongkong, einem Taekwondo-Kämpfer namens Beck und Bruce, einem Meister des Muay Thai. Er, genauso wie Ganryu und Anna Williams, haben sich von Kazuya als dessen Bodyguards anstellen lassen. Doch die Gerüchteküche rund um dieses neue Turnier machen die Runde und Kazuya wird nachgesagt, einen buchstäblichen Deal mit dem Teufel persönlich abgeschlossen zu haben. Kein Wunder, dass die Kämpfer sich nicht wie zuvor um ihn scharen, sondern um das geringere Übel Heihachi. Alle Kämpfer jedoch scheinen ihren ganz persönlichen Antrieb mitzubringen. Yoshimitsu möchte versuchen, Dr. Bosconovitch zu retten. Kuma möchte sich für seine Niederlage gegen Paul Phoenix rächen und King wird zum Alkoholiker, weil sein Waisenhaus vor dem Untergang steht, sodass Armor King ihn wieder auf die rechte Bahn rücken muss. Derweil entwickelt einer der Jack-Roboter das Bedürfnis, Gefühle und Individualität zu empfinden und rettet das Mädchen Jane aus einem Kriegsgebiet, dessen Schutz er sich vollends verschreibt. Michelles Mutter wurde aufgrund eines besonderen Medaillons vom Mishima-Konzern entführt, dessen Tragweite erst im Nachfolger ausgeführt werden sollte. Wohingegen Ganryu sich Hals über, er hat keinen wirklichen Hals mehr, über Kopf jedenfalls in Michelle verliebt hat während des letzten Turniers. Er flehte seinen neuen Auftraggeber an, das Turnier so zu manipulieren, dass sie sich im Turnier gegenüberstehen würden. Lee derweil schließt sich seinem Adoptivbruder an, um dessen Pläne aus dem Inneren des Konzerns heraus mit der Hilfe von Wang Jin-Rei zu vereiteln. Und Heihachi ließ seinen Sohn im Glauben, er wäre tot, um die vergangenen 2 Jahre mit dem intensivsten Training seines Lebens verbringen zu können. Das Turnier beginnt also und Kuma zieht gegen Paul ein weiteres Mal den Kürzeren.
Heihachi knipst die Lichter der Enttäuschung Lee aus, Michelle betont ihr nicht vorhandenes Interesse an Ganryu mit Fäusten und Tritten und kann ihre Mutter samt Medaillon zurückerlangen. Lei besiegt Bruce und findet heraus, dass Kazuyas Bodyguard mit dem Tod von Leis Partner in Verbindung steht. Bruce jedoch wird Opfer eines Flugzeugabsturzes, als er versucht, der Festnahme zu entkommen. Nina versucht währenddessen ihren Auftrag auszuführen, Kazuya zu ermorden, wird aber von ihrer Schwester Anna aufgehalten. Als Rache für eine derartige Unverfrorenheit lässt Kazuya Nina in Kälteschlaf versetzen, um sie für alle Ewigkeiten als Testobjekt zu missbrauchen. Was für Tests? Ich will's mir gar nicht ausmalen. Oder vielleicht doch? Sie werden immerhin ohne Dr. Boskonowitsch stattfinden müssen, weil Yoshi sein Ziel erreicht und den Wissenschaftler aus einem fliegenden Helikopter befreit. Glücklicherweise ist er mit Hilfe seines Schwertes selber ein Helikopter. Anna dummerweise sieht keinen Sinn in einer Welt ohne ihre Schwester, weshalb sie darum bittet, ebenfalls in Kälteschlaf versetzt zu werden. An Kazuyas Stelle hätte ich so eine Irre auch schnellstmöglich loswerden wollen. Also stimmt er zu. Ein anderer wahnsinniger Wissenschaftler namens Dr. Abel nutzt in der Zwischenzeit einen an einem Satelliten befestigten Laser, um den abtrünnigen Jack-Roboter auszuschalten. Jane, die vom Verlust ihres Retters und Freundes traumatisiert wird, verschreibt ihr Leben dem Studium der Robotertechnik. Und dann haben wir natürlich noch Jun Kazama. Ihre Blutlinie ist besonders, weil es ihr ermöglicht, die Energien und Seelen um sie herum wahrzunehmen. Das lässt sie auch die böse Aura erkennen, die Kazuyas Schicksal zu lenken scheint, während er im tiefsten Inneren eigentlich ein guter Mensch ist. Kazuya ist von diesem Interesse an ihm geschmeichelt. Er findet die rätselhafte Jun anziehend und so kommt es, dass zu irgendeinem Zeitpunkt während des Turniers alle Kängurus vergeben und vergessen sind und gepimpert wird. Damit hat Jun ihren Soll auch erfüllt und scheidet vorzeitig aus dem Turnier aus. Stattdessen kommt es zum Aufeinandertreffen von Heihachi und wieder einmal Paul Phoenix im Halbfinale. Sollte es zumindest, würde Paul auf dem Weg zum Kampf mit seinem Motorrad nicht im Stau stecken bleiben, so dass er disqualifiziert werden muss. Heihachi zieht also ins Finale ein und als erfahrener Kämpfer spürt auch er die dunkle Macht, die seinem Sohn innewohnt und die im Verlauf des harten Kampfs nach außen bricht. Devil Kazuya kann fliegen und Laser aus seiner Stirn schießen und im Gegensatz zu all den verrückten Experimenten in der Serie gehört diese Entwicklung tatsächlich nicht dazu. Kazuyas Verwandlung ist auf das Teufelsgen zurückzuführen, das die Transformation möglich macht, sein Bewusstsein dabei aber auch mit einer zweiten Persönlichkeit ersetzt. Und die will nichts weiter als zu töten, zu zerstören und die Welt brennen zu sehen. Kazuyas gute Seite hingegen wird repräsentiert durch einen Engel, der als finaler Boss in der Kampagne des Teufels auftritt, um Kazuyas Seele zu retten. Er erscheint lediglich in Tekken 2 und den Tag-Tournament-Teilen und man geht nie wieder auf ihn ein oder seine Hintergründe. Oder vielleicht doch? Doch auch Stirnlaser haben ein durch 2-jähriges Training zusätzlich gestählten Heihachi nichts entgegenzusetzen, sodass der alte Mann seinen schizophrenen Sohn besiegen und den Chefsessel im Mishima-Konzern zurückerobern kann. Doch er sieht nun ein, dass er vor 23 Jahren einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte. Kazuya, sein Sohn. Er hätte ihn niemals in eine Schlucht werfen sollen. Es hätte direkt ein aktiver Vulkan sein müssen. Wenn du das überlebst, bist du wirklich ein echter Mann, Junge. Das Gesicht des puren Bösen. Mit einem in flüssiger Magma pulverisierten Kazuya lebt er nun nur noch in den Blutbahnen seines Sohnes weiter, der in Jun Kazamas Bauch heranwächst. Und um hier angemessen anzuschließen, spricht Tekken, okay reicht, es fühlt sich einfach unnatürlich an, Tekken 3 18 Jahre in die Zukunft. Was selbst den mächtigsten Mann der Welt ergrauen lässt. Und nicht nur im Angesicht einer völlig neuen Generation von Kämpfern. In Südamerika erwacht also ein altertümliches Unheil aus antiken Ruinen, namentlich Oga, der Gott des Kampfes, dessen Dasein davon bestimmt wird, das Chi anderer Kämpfer aufzusaugen. Unser neuer grüner Antagonist fliegt also los und spürt all die mächtigen Kämpfer der Erde auf. Gott! Das sind so viele Parallelen zu Dragon Ball. Um sie auszusaugen. Ein Prozess, bei dem er den trockenen Alkoholiker King sogar tötet. Beck versetzt er in ein Koma, das bis Tekken 5 anhält und zahlreiche weitere Kämpfer verschwinden einfach. Ein Fall für Detektiv Lai Wulong, der seine Ermittlungen sogleich startet. Jun Kazama derweil spürt mit Hilfe ihrer besonderen Fähigkeiten das nahende Unheil.
In Abgeschiedenheit hatte sie ihrem Sohn Kampfsport und ihre Werte beigebracht. Doch einer Vorahnung folgend nimmt sie Jin das Versprechen ab, seinen Großvater aufzusuchen, sollte ihr je irgendetwas zustoßen. Als Oga schließlich auftaucht, ist Jin ihm nicht gewachsen. Und als er aus seiner Ohnmacht erwacht, ist sein Zuhause zerstört und seine Mutter verschwunden. In der offiziellen Tekken-Storyline für immer. Heihachi hatte bereits vor seinem Erwachen von dem Oga gehört und das grüne Ungetüm weckte sein Interesse. Aus den Projekten seines Sohnes gelernt, wollte auch Heihachi verrückte Experimente und Forschung betreiben und mit Hilfe des Oga-Blutes dessen Kräfte für ihn selbst verfügbar machen. Er nimmt also seinen Enkel auf, unterrichtet ihn in den Kampffertigkeiten der Mishima-Familie und beide sind sich einig, dass er der perfekte Köder war, um den Oga ans Tageslicht zu locken. Natürlich im Rahmen des dritten King of Iron Fist Turniers. Bis dahin muss Jin allerdings noch seiner Bildung frönen, an einer Mishima-eigenen Highschool, die augenscheinlich primär unterrichtet, was für ein Gott Heihachi ist. Nicht umsonst geht der Sieger des Turniers mit seinem vergoldeten Kopf davon. Ebenfalls auf diese Schule geht die entfernte Verwandte und Schülerin von Wang Jinrei, Ling Xiaoyu, der diese Ehre zuteil wurde, weil sie Heihachi damit beeindruckte, die gesamten Wachen an Bord einer Mishima-Yacht im Alleingang auszuschalten. Als Bonus gibt er ihr noch einen Leibwächter an die Seite. Panda! Heihachi hat seine Freizeit ein weiteres Mal damit zugebracht, einen Bären Karate beizubringen. Zweien, um genau zu sein, weil Kuma im Laufe der rund 2 Jahrzehnte traurigerweise das Ende seiner Lebenserwartung erreicht hatte. Doch er segnete nicht das Zeitliche, ohne vorher einen gleichnamigen Nachkommen zu zeugen. Und der wiederum hat sich so dermaßen in Pandas Kiste verliebt, dass er an absolut nichts anderes denken kann. Eine Liebesgeschichte allerdings, die geradezu schmerzlich an Ganryu und Michelle erinnert. Panda hat aber auch eindeutig etwas mit Sonic the Hedgehog am Laufen. Mit der obligatorischen Prügelei hier und da tut sich für Jin ein eigener Rivale auf, namentlich Ho-Rang, der Taekwondo-Schüler vom komatösen Beck. I'll be back. Genau wie Kazuya und Paul hängt Jin und Ho-Rang ebenfalls ein Unentschieden nach, das es noch zu klären gilt. Während er fälschlicherweise für den Mord an seinem Vater inhaftiert wurde, lernte der Brasilianer Eddie Gordo im Gefängnis Capoeira von einem Meister. Endlich entlassen, schließt er sich dem Mishima-Konzern an, um die wahren Mörder seines Vaters ausfindig zu machen. Brian Fury war ein korrupter Polizist in Hongkong, der bei einer Schießerei getötet wurde. Ein Umstand, der Dr. Abel kaum interessierte. Um die vorherrschende Meinung, er hätte weniger drauf als Dr. Boskonovic ein für alle Mal aus der Welt zu räumen, beschließt er, das ultimative Experiment durchzuführen. Mit Hilfe eines Cyborg-Körpers belebt er Brian also wieder, um ihm eine ganze Armee von untoten Supersoldaten folgen zu lassen. Brian ist kugelsicher und mit unmenschlicher Kraft gesegnet, als wäre er Super Mario. Das Beste, das dem Irren je passieren konnte, denn nichts bedeutet ihm mehr als der Nervenkitzel eines Kampfes und das Blut seiner Opfer an seinen eigenen Händen. Ogas Erwachen derweil hatte zur Folge, dass mit Mokujin auch ein anderes uraltes Wesen erneut zum Leben erwachte. Der antike Training-Dummy wird einzig und allein davon angetrieben, den Kampfgott besiegen zu wollen, wofür er sich sämtliche Kampfsportarten zunutze macht, denen er begegnet und so in jeder Runde einen anderen Kämpfer imitiert. Vielleicht will er aber auch einfach nur seiner vollbusigen, gewalttätigen Frau entkommen, wer weiß. Nicht umsonst besucht er sogar das Bandai Namco Hauptquartier und flirtet mit den dort angestellten Mokujin-Damen. Während der Holzklotz-Sohn noch an weiterem Nachwuchs arbeitet, hat Martial Law inzwischen seinen Sohn Forrest aufgezogen, der seinen Vater genauso perfekt imitiert, wie Mokujin es könnte. Weshalb man ihn nach Tekken 3 wohl auch wieder zugunsten des Originals hat fallen lassen. Geschickter hat es da Michelle angestellt, die sich aus dem Kampfgeschäft zurückgezogen und all ihr Können an ihre Adoptivtochter Julia weitergegeben hat. Die möchte eigentlich nur die Natur ihrer Heimat wiederherstellen, als der Mishima-Konzern erneut vorbeischaut, dieses Mal Michelle entführt und natürlich auch wieder das mysteriöse Medaillon mitgehen lässt. Dieses Mal entpuppt sich nämlich, dass dem alten Schmuckstück die Macht innewohnt, Oga kontrollieren zu können. Kings Maske wurde in den vergangenen Jahren von einem ehemaligen Kind aus dessen Waisenhaus wieder aufgenommen, um unter Armor Kings Anleitung zu Kings Nachfolger aufzusteigen. Auch Jane ist endlich mit ihrem Studium fertig und vermag es, Jacks Bewusstsein in den verbesserten Körper
von Gunjack zu transferieren, während die Williams-Schwestern von Ogres Präsenz aus ihrem Kälteschlaf gerissen werden. Anna geht es gut, doch Nina erwacht mit Amnesie, die sich auf alles erstreckt, das nichts mit ihren mörderischen Kampffähigkeiten zu tun hat. Möglicherweise eine Nebenwirkung von all den Tests, die Dr. Bosconovitch an ihr durchgeführt hatte, um das Geheimnis des ewigen Lebens aufzuschlüsseln. Damit wollte er dem plötzlichen Tod seiner Tochter Alyssa entgegenwirken, die von einer Krankheit dahingerafft wurde, und auch seinem eigenen Dahinscheiden, das näher zu rücken scheint. Yoshimitsu versucht ihm zu helfen, wofür er loszieht, um eine Probe von Ogres Blut zu beschaffen. Das nächste King of Iron Fist Turnier startet also, und wie könnte man es besser einleiten als mit einem weiteren Sieg von Paul über Kuma. Jin übertrumpft seinen Rivalen Hororang, Eddie findet heraus, dass Kazuya seinen Vater ermordet hat, und Dr. Abel feuert seinen Weltraumlaser ein weiteres Mal ab, um sowohl Gunjack als auch Jane zu eliminieren. Das ist das geläufige Ende, obgleich es ein alternatives gibt, wenn man Gunjacks Story Mode ein zweites Mal beendet. Hier errichtet der Roboter in letzter Sekunde einen Schutzschild, der beide vor dem sicheren Untergang bewahrt. Dieses Mal jedenfalls ist es endlich Pauls großer Tag, denn er scheidet nicht erneut im Halbfinale aus, sondern tritt dem Gott des Kampfes persönlich gegenüber. Er hier! Und natürlich besiegt er den Mistkerl, der King auf dem Gewissen hat. Auch wenn er dadurch so euphorisch ist, dass er vorzeitig zur Aftershow-Party loszieht und die Verwandlung Ogres zu seiner wahren Form verpasst. Na gut, denkt sich Jin also und springt ein. In der Genugtuung badend, seine Mutter gerecht zu haben, sieht er den Verrat seines Großvaters nicht kommen, der ihn niederschießt, um einen weiteren Putschversuch aus seiner eigenen Blutlinie zu verhindern. Doch da hat er natürlich die Rechnung ohne das Teufelsgen gemacht, das Kazuya an seinen Sohn weitergegeben hat. War da was? Mit Tekken 4, ich wollte es nochmal probieren, startet die Implementierung von Story-Prologen. 2 Jahre nach dem Besiegen von Ogre versteckt sich Jin in Australien vor seinem Großvater, um alles aus seinem System zu kriegen, das Heihachi ihm beigebracht hatte. Der ist scharf auf Jin, weil der Mishima-Konzern zwar Ogres sterbliche Überreste sicherstellen konnte, auf wundersame Weise, die aber vollkommen nutzlos sind ohne das Teufelsgen. Die Suche wird jedoch unterbrochen, als Heihachi von der G-Corporation erfährt, einer Genforschungseinrichtung, die augenscheinlich Kazuyas Körper aus dem Vulkan geborgen haben. Auf wundersame Weise. Heihachi setzt also seine Spezialeinheit, die Tekken Force, ein, um den Körper seines Sohnes zu stehlen, der dummerweise nicht mehr nur ein einfacher Körper ist. Die G-Corporation brachte Kazuya ins Leben zurück, und im Laufe ihrer Forschung halfen sie ihm, mit seinem Teufelsgen zu fusionieren und es zu kontrollieren. Heihachi jedoch nimmt die Herausforderung an und kündigt als Preis für den Sieger des King of Iron Fist Tournaments 4 nicht etwa nur ein Preisgeld und seinen goldenen Kopf an, sondern die Leitung des Mishima-Konzerns. Kazuya tappt nur zu gerne in die offensichtliche Falle, und Jin, der die Gelegenheit gekommen sieht, seine gesamte verdorbene Familie auf einen Schlag zu vernichten, lässt sich die Gelegenheit ebenfalls nicht entgehen. Nur wenige neue Kämpfer wollen sich in dieses Scharmützel einmischen, allen voran mein Tekken-Liebling Christy Montero, die Eddie Gordo ersetzt. Ihr Großvater war der Capoeira-Meister, der Eddie im Gefängnis das Kämpfen beigebracht hatte, und in den vergangenen Jahren hatte der zusätzlich noch sein Wissen an sie weitergegeben. Craig Murdoch war der König der Mixed Martial Arts Welt, bis er durch Totschlag bei einem Barkampf zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, was seine ohnehin schon ungehaltene Persönlichkeit noch wütender machte. Seine Strafe allerdings würde signifikant verkürzt, weil sich King für seine Freilassung einsetzte. Warum? Weil der Tote im Barkampf niemand Geringeres war als Armored King. Diese verdammte Jaguar-Maske bringt erhebliches Unglück. King jedenfalls lockt Murdoch so ins Turnier, um sich dort an ihm zu rächen. Murdoch hingegen hat seinen Blick auf andere Dinge gerichtet. Oh yeah, baby, that's what I'm talking about. You need to get with me, girl. Und er ist gewohnt zu kriegen, was er will. I am not into Neanderthals. I always get what I want.
Der britische Boxer Steve Fox wurde als Kind adoptiert und erinnert sich nicht an seine Kindheit. Als er verweigert, einen seiner Kämpfe für die Mafia-Gruppe The Syndicate zu manipulieren, muss er zu seiner Sicherheit in die USA flüchten, wo er das Verstecken aber bald satt hat. Er trifft als Teilnehmer beim Iron Fist Turnier auf und The Syndicate engagiert Nina Williams als Assassinin, die ihr Gedächtnis nach wie vor nicht zurückerlangt hat. Lee Chao-lan derweil findet sich mit seinem Herauswurf aus dem Mishima-Konzern und Haihachis Familie ab und erfindet sich als Violet neu, dem CEO von Violet Systems, einem Hersteller von, natürlich, Robotern. Er hat alles: Geld, Frauen, eine Villa auf den Bahamas. Das da. Ihm geht es wirklich Er meldet sich ebenfalls für das Turnier an, um seinen neuesten Combot vorzustellen, einer Maschine, die jede beliebige Kampftechnik imitieren kann. Mokujin aus Metall, sagen wir es mal wie es ist. Paul Phoenix, der ja leider vor dem tatsächlichen Ende des Turniers abgezogen ist und entsprechend nicht zum Sieger des Turniers ernannt werden konnte, verbittert und wird selbst von seinen Fans für sein Rumgeheule über Ungerechtigkeit verachtet. Sein Dojo geht den Bach runter und er lebt auf der Straße. Immerhin hat er aber noch sein Motorrad, um zum Turnier zu fahren. Seinem Freund Martial Law ergeht es nur wenig besser, als sein Restaurant im Kampf gegen eine konkurrierende Kette pleite geht, weshalb fortan über die nächsten Teile hinweg sein einziger Antrieb die Geldnot ist. Kuma, weiterhin erzürnt über seine Niederlage gegen Paul, verlässt den Mishima-Konzern und kehrt in die Wildnis zurück, um dort seine Bärinstinkte wiederzufinden. Brian Fury hingegen liebt sein neues Leben als Cyborg, hat aber mit seinem verwesenden Körper zu kämpfen. Ein Prozess, den nur Dr. Abel aufhalten kann, indem er in seiner neuen Position bei Mishima im Rahmen des Turniers näher kommen kann. Julia, immer noch darauf aus, ihr Land zu renaturalisieren, investiert in die G-Corporation. Doch nach dem Angriff von Haihachis Tekken Force verschwinden alle relevanten Daten für ihr Projekt. Ihr Ziel ist es, sie zurückzubekommen. Also ringfrei für The King of Iron Fist 4. Lei Wulan hat währenddessen beim Herumschnüffeln in Mishima-Computern Informationen entdeckt, die belegen, dass Heihachi beim Versuch, Ogas Kraft zu extrahieren, an Kindern experimentiert hat. Diese hat er nicht etwa entführt, sondern im Labor gezeugt. Mithilfe von dem, was gerade da war. Und voilà, die tiefgekühlte Nina Williams wird in vitro befruchtet und gebärt Steve Fox. An dem wurde ebenso herumexperimentiert, also kein Wunder, dass er wohl als Resultat des Traumas sein Gedächtnis verloren hat. Im Rahmen des Turniers besiegt King wie geplant Murdoch und als er ihm im Krankenhaus den Gnadenstoß versetzen möchte, bringt ihn ein Familienfoto auf dem Tisch davon ab. Brian Fury kämpft sich zu Dr. Abel durch, wird seinem Namen aber gerecht, als er den Wissenschaftler mit einem Schlag durch das gesamte Labor und einen Teil der Mauer befördert. Das Ende seiner Lebensspanne erreicht, fällt er in Ohnmacht. Er wacht dann aber in Gegenwart von Yoshi und Dr. Boskonovic, der sich bereit erklärt zu helfen. Und da Abel in keinem weiteren Teil auftaucht, können wir davon ausgehen, dass der Trümmerschlag ihn wohl pulverisiert hat. Das hätte vielleicht anders ausgehen können, wenn er sich fit gehalten hätte. Zum Beispiel mit Holy Hydration. Mit der gesünderen Alternative zu künstlichen Sportgetränken enthält es hochwertige Elektrolyte und Inhaltsstoffe, die deinen Körper zurückgeben, dass er während den Anstrengungen des Tages verliert. Bei den leckeren Fruchtgeschmäckern wie zum Beispiel Kokos, Zitrone, Birne oder Sauerkirsche ist für jeden etwas dabei. Unterstütze deinen Alltag und gleichzeitig den Kanal und seine Videos mit dem Bestellcode LordofNerds5, der dir 5 € Rabatt auf deine erste Bestellung gibt. Zum Beispiel für eine der verschiedenen Probierboxen. Natürlich treten gleich zu Beginn Paul und Kuma wieder gegeneinander an, aber der niedergeschlagene Biker zieht dieses Mal tatsächlich den Kürzeren gegen das Biest, das seine wilde Seite wiederentdeckt hat. Lee ist Kazuya weiterhin nicht gewachsen und der soll alsbald auch gegen seinen Sohn antreten. Jin jedoch taucht nicht auf und wird disqualifiziert. Dahinter steckt Heihachi, der seine Tekken Force auf ihn angesetzt hat, die ihn betäuben und gefangen nehmen. Also zieht Kazuya ins Finale weiter und sieht sich ein weiteres Mal seinem Vater gegenüber, der ihm ein weiteres Mal überlegen ist. Nach seinem Sieg führt er Kazuya in sein Hauptquartier zu dem gefesselten Jin und hier wird's interessant.
Trotz all seines Trainings und der Hilfe der Wissenschaftler übernimmt der Teufelsdämon ein weiteres Mal die Kontrolle. Als Kazuya Jun vernascht hat, hatte der Dämon einen Teil von sich auf sie übertragen, der sich in Jins Teufelsgen manifestiert hatte. Nun war es Zeit, diesen Teil wieder an sich zu nehmen, um Vollständigkeit zu erlangen. Doch Kazuya widersetzt sich, besiegt den Teufel in einem inneren Kampf und verleibt ihn sich endgültig ein. Sein Ziel bleibt aber dasselbe, weil er immer noch die Macht haben muss, die ihm die Welt untertan machen wird. Also fordert er seinen Sohn heraus und verliert letztlich. Eine Gelegenheit, die Heihachi ergreift und sich ebenfalls auf Jin stürzt. Doch nach seinem Abhängen da oben ist er offenbar so gut gedehnt, dass er einen weiteren Mishima besiegen kann. Doch bevor er die Welt endgültig von diesen beiden Schurken befreien kann, wie endgültig hätte das wohl sein können, hat er eine Vision seiner Mutter und beschließt, die Rache ruhen zu lassen. Als Jin auf flinken Schwingen das Weite sucht, wird das Gebäude von Jack-Robotern angegriffen, die zur G-Corporation gehören. Die wollen ihre Verbindungen zu Kazuya kappen und planen sowohl ihn als auch Heihachi zu eliminieren. Vater und Sohn schließen sich für den Kampf zusammen, bis Kazuya beschließt, seinen Vater als Köder ins Feuer zu werfen und abzuhauen. Heihachi Mishima ist tot. Klar. Wenn du zuerst als Kazuya oder Raven spielst, taucht der alte Teufelskerl... ungünstige Wortwahl in diesem Franchise. Jedenfalls taucht er sofort wieder auf. Die Wucht der Explosion hat ihn Kilometer über die Landschaft geschleudert, wo er wie ein Meteorit in einen Friedhof einschlägt und dann dort unter der Erde wie ein Anime-Charakter für 2 Monate pennt, bevor er ausreichend zu Kräften gekommen ist und wieder aufersteht. Laut Tekken 6 fand das Erwachen aber erst nach den Ereignissen von Tekken 5 statt, wodurch seine Auftritte im 5. Teil nicht zur offiziellen Canon-Geschichte gehören. Das macht aber überhaupt nichts, weil die Lücke, die er hinterlässt, von einem anderen Mishima ausgefüllt wird. Die Explosion im Tempel schickte nämlich nicht nur Heihachi ins Land der Träume, sondern weckt auch jemanden auf, der tot im Keller angekettet war. Jinpachi Mishima. Du weißt schon, der Typ mit dem krassen Bart. Und natürlich Heihachis Vater. Und da wir dessen unnatürliche Widerstandskraft bereits kennenlernen durften, wird schnell klar, dass Heihachi seinen ähnlich gebauten Vater nicht einfach so hätte umbringen können. Mishimas werden nicht einmal von Magma pulverisiert. Stattdessen kettete er ihn im Tempel an und ließ ihn einen gigantischen Felsen halten, bis er den Hungertod starb. Das blieb auch so, bis etwas in seinem Körper erwacht und ihn zurück von den Toten bringt. Nicht etwa, wie man meinen könnte, das Teufelsgen, sondern einfach irgendeine andere böse Macht, die zunehmend versucht, Besitz von Jinpachi zu ergreifen, um anschließend die Erde zu zerstören. Jinpachi klammert sich an seine letzte verbliebene Menschlichkeit, um seine alte Firma wieder an sich zu reißen. Und das King of Iron Fist Tournament 5 ins Leben zu rufen, um jemanden zu finden, der ihn rechtzeitig unschädlich machen kann. Okay. Jin derweil hat mit seinem Teufelsgen zu kämpfen, das in Reaktion auf Albträume Besitz von ihm ergreift und zunehmend gefährlicher wird. Auf dem Turnier hofft er, eine Lösung zu finden. Dort gesellen sich auch wieder eine Reihe neuer Charaktere hinzu, wie eben Raven, der die ausführende Hand irgendeiner Geheimorganisation ist, die über ihn nicht näher definierte Informationen sammeln möchte. In seiner Organisation ist er nur einer von vielen Raven, die der Master Raven dienen, obwohl alle von ihnen auf und unter einem fliegenden Kampfjet stehen können. Aus einem chinesischen Tempel stößt Feng Wei zu uns, der stärkste Kämpfer der Welt werden möchte. Seine Ambitionen lassen ihn die Regeln seines Trainings brechen, wofür er von seinem Meister getadelt wird. In der Wut über diese Beleidigung tötet er den alten Mann und macht sich auf die Suche nach einer Schriftrolle, die die Geheimnisse der Gottesfaust verbergen soll, die für ultimative Macht steht. Seine Suche hinterlässt eine Spur von Blut und Zerstörung, bis er herausfindet, dass sich die Schriftrolle im Besitz des Mishima-Konzerns befindet. Seine Zerstörung von diversen Dojos bringt Asuka Kazama auf den Plan, eine entfernte Verwandte von Jin Kazama, wovon Asuka aber keine Ahnung hat. Lily de Roquefort ist die Tochter eines stinkreichen Ölmagnaten, weswegen sie eines Tages entführt werden sollte. Dummerweise hatte keiner der Kidnapper damit gerechnet, dass das Mädchen Kampfgeist hatte und sie alle auseinandernahm.
Den Adrenalinstoß des Kampfes so sehr genießend, beschloss sie im Geheimen Martial Arts zu erlernen. Als sie den bisher völlig untergegangenen Forrest Law besiegt, gibt der ihr seine Einladung zum Turnier und sie beschließt, den Mishima-Konzern für ihren geliebten Vater zu gewinnen. Roger hat eine Känguru-Dame gefunden und ein Känguru-Baby gemacht. Natürlich ebenfalls Roger getauft. Roger Junior immerhin. Roger Senior allerdings wird von Fremden entführt, weshalb der kleine Junior im Beutel seiner Mutter am Turnier teilnimmt, um seinen Vater zu retten. Der bis dahin unbesiegte Marduk kann nicht mit seiner Niederlage gegen King umgehen, stiehlt Armor Kings Maske und fordert den Wrestler zu einem Rematch heraus. Dr. Boskonovic rettet Brian Furys Organismus, der als Dank das gesamte Labor und einen Großteil des Manji-Clans zerstört, wofür Yoshimitsu ihm für Vergeltung ins Turnier folgen muss. Nachdem die Ermittlungen von Lei Wulong The Syndicate zerschlagen haben, steht Nina Williams ohne Job da, weshalb sie sich verzweifelt an die Frau wendet, die behauptet, ihre Schwester zu sein. Als die beiden sich endlich wiedersehen, fällt Ninas Amnesie in sich zusammen und sie erinnert sich wieder an alles. Auch an ihre Niederlage und was der Mishima-Konzern ihr angetan hat. Sofort stürzt sie sich auf Anna und die beiden kämpfen buchstäblich über Tage hinweg gegeneinander, bis sie beschließen, die Sache während des Turniers zu beenden. Christys Großvater wird aus dem Gefängnis entlassen. Es entpuppt sich allerdings, dass er an einer tödlichen Krankheit leidet, für deren Behandlung weder sie noch Eddie das nötige Geld haben. Nach seinen erfolglosen Avancen bei Michelle erfährt Ganryu nun von ihrer Tochter Julia, in die er sich ebenfalls auf den ersten Blick verliebt. Um ihr Herz als 55-Jähriger noch zu gewinnen, beschließt er, die von ihr gesuchten Daten der G-Corporation für sie zu erkämpfen. Alterstechnisch wird das noch getoppt von Wang Jinrei, den Jinpachi per Brief zum Turnier einlädt, trotz seinem stolzen Alter von 105 Jahren. Und weil das noch nicht genug Jins waren, besiegt der Wang gleich im ersten Aufeinandertreffen. King besiegt Marduk ein weiteres Mal, was sie dieses Mal allerdings zu besten Freunden macht. Im Gegensatz zu den Williams-Schwestern, aus deren Aufeinandertreffen Nina siegreich hervorgeht. Wieder einmal darf Paul gegen Kuma antreten und dieses Mal wendet sich das Blatt wieder, auch wenn das Duell den Biker derart schlaucht, dass er sich aus dem Turnier zurückziehen muss. Yoshimitsu kann Brian Fury besiegen, der nach seiner Niederlage allerdings entkommt. Asuka Kazama besiegt Lily und löst damit in der reichen Tochter eine lebenslange Obsession aus, sie besiegen zu wollen. Asuka jedenfalls trifft im Turnier weder auf Feng Wei, den sie eigentlich hatte besiegen wollen, noch auf ihren Cousin Jin. Feng selber verliert das Turnier und beschließt einfach ins Mishima-Hauptquartier einzubrechen, um die gesuchte Schriftrolle zu stehlen. Die überträgt aber nicht etwa ultimative Macht auf ihn, sondern gibt ihm mit ihren Worten eine Lebensaufgabe. Derjenige, der alle anderen Kampfstile zerstört und sie sich zu eigen macht, wird zu einem Krieger, der allen Menschen überlegen ist. Ho-Oh-Rang wird mit seinem aus dem Koma erwachten Lehrer Beck wieder vereint und stellt sich im Turnier seinem erklärten Rivalen Jin, um ihn überraschenderweise zu besiegen. Dummerweise bleibt das nicht so stehen, denn Devil Jin erwacht und zerlegt Ho-Oh-Rang völlig, sodass er im kritischen Zustand ins Krankenhaus transportiert werden muss. Ganryu verliert ebenfalls, kann während des Turniers aber die gesuchten Daten ausfindig machen und stehlen. Ordentlich herausgeputzt, bewahrt er die Festplatte in der Kronjuwelenkammer auf, um sie feierlich Julia zu übergeben, die mit den Forschungsergebnissen endlich ihr Land retten kann. Roger Junior jedenfalls durchstreift den Mishima-Konzern, um Hinweise über den Verbleib seines Vaters zu finden, und er wird fündig. Nach der Enttäuschung des untreuen Rogers trifft sein Sohn auf den Velociraptor Alex, den er besiegt, zu sich nach Hause einlädt und mit seiner Mutter verkuppelt. Tja, Roger, zu spät, mein Lieber. Wifey wird jetzt signifikant größere Knutschflecken abkriegen. Mit Alex, der scheinbar einzigen respektablen Vaterfigur im Tekken-Franchise. Kazuya taucht im Turnier auf, genauso wie sein totgeglaubter Bodyguard Bruce. Die beiden verschwinden aber einfach mittendrin.
Stattdessen trifft Jin unverdienterweise im Finale auf seinen Urgroßvater, der inzwischen Feuerbälle aus dem Dämonenmaul schießen kann, das sich auf seinem Sixpack gebildet hat. Jin gewinnt aber dennoch die Oberhand und somit auch das Turnier, und da Jinpachi vom Winde verweht wird, bleibt sein Urenkel dieses Mal vor Ort und akzeptiert seinen Preis, was ihn zum Oberhaupt des Mishima-Konzerns macht. Ah, da ist es wieder. Ist es dieses Mal etwa auch das Gesicht des puren Bösen? Unmöglich, oder? Jin ist doch der eine gute Mishima. Jin tritt den Dritten Weltkrieg los. Okay, das ist sehr schnell eskaliert. Er sendet das hauseigene Militär aus, um Ölraffinerien und Raumstationen für sich zu beanspruchen, um alles andere zu erobern, das seine Macht untermauert. Zum Beispiel die gesamten United Nations. Doch natürlich gibt es eine rebellierende Organisation, die sich der dem Mishima-Konzern entgegenstellt. Die G-Corporation. Inzwischen angeführt von Kazuya, nachdem der alle Manager kalt gemacht hat, die ihn zuvor betrogen hatten. Aus der kleinen Biotech-Firma ist inzwischen Mishima Zaibatsu 2.0 geworden, mit tausenden hauseigenen Soldaten und Panzern und Popstars für ihre Multimedia-Sparte. Einer davon ist Lucky Chloe. Doch die G-Corporation ist dieses Mal auch für die bizarren Roboterfiguren zuständig, wie diese einnehmende Erscheinungen oder aber die Jack-Roboter, gefüttert mit den Kampfdaten des letzten Turniers und zusammengesetzt durch Jane, die den Weltraumlaser also doch überlebt hat. In den Augen der Öffentlichkeit ist Kazuya also der gutherzige Retter der Menschheit. Ja, die sehen üblicherweise immer so aus. Jedenfalls setzt er ein erhebliches Kopfgeld auf Jin Kazama aus, was den überheblich werden und das King of Iron Fist Turnier 6 ausrufen lässt. Sollten sie doch alle kommen und ihr Glück versuchen. Mit Tekken 6 und seinem Wechsel in die HD-Grafik ändert sich auch der Aufbau des Story-Modus. Nun erlebt man die einzelnen Geschichten nicht mehr eine nach der anderen für jeden Charakter separat, sondern begleitet die beiden neuen Figuren Lars Alexandersson und Alisa Boskonovic. Die haben zwar gehörig zu tun und treffen auch auf sämtliche andere Kämpfer, ignorieren dabei aber völlig das gesamte Turnier. Die beiden selber nehmen nie an irgendeiner Form von Wettbewerb teil und auch die anderen Kämpfer, auf die sie treffen, verlieren kein Wort darüber. Die Wichtigkeit des Turniers wird beiseite gefegt vom allgegenwärtigen Krieg und dem Aufeinandertreffen der drei Mishimas, bzw. Kazama. Lars Alexandersson ist übrigens der ehemalige Befehlshaber der Tekken Force, der also vermeintlich hinter den Kulissen bereits seit einigen Spielen dabei war. Umso verwunderlicher, dass er erst jetzt realisiert, dass er für die Bösen arbeitet und beschließt, dem ein Ende zu setzen. Er kapselt sich ab, nimmt die Hälfte der ihm treu ergebenen Tekken Force mit sich und gründet mit ihnen die Spezialeinheit Yggdrasil. Die freie Stelle im Mishima-Konzern wird ausgefüllt von Eddie, der Jin um finanzielle Unterstützung für die Behandlung seines Meisters bittet. Damit spielt er fortan, wenn auch unfreiwillig, im selben Team wie Jins rechte Hand Nina. Allein dieser Umstand motiviert Anna dazu, der G-Corporation beizutreten. Die Geschichte nimmt Fahrt auf, als Lars und Yggdrasil eine Mishima-Forschungseinrichtung überfallen und in einer Kälteschlafkapsel jemanden entdecken, der aussieht wie Dr. Boskonovics vermeintlich verstorbene Tochter, wie wir in Tekken 3 gelernt haben. Zu diesem Zeitpunkt schaltet sich aber auch die G-Corporation ein und sendet ihre Jack-Roboter aus, die letztlich zu einer Explosion führen, die Lars ausnockt. Und weil der letzte Fall schon so lange her ist, resultiert das in einer hartnäckigen Amnesie bei Lars, während er versehentlich Alisa befreit. Eine Alisa, die ausgerüstet ist mit Jetboostern, Kettensägenarmen und einem abnehmbaren, explodierenden Kopf, der immer wieder nachwächst dank Nanomaschinen. Nanomachines, son. Offenbar ist die wahre Alisa aber tatsächlich damals an einer Krankheit verstorben. Ein Umstand, den ihr Vater Dr. Boskonovic nie so recht verarbeiten konnte, weshalb er ein perfektes Abbild von ihr erschaffen hat. Unempfänglich für Krankheiten und mit derartigen Kampffähigkeiten und Waffen ausgerüstet, dass auch andere äußere Einflüsse ihr nicht schaden sollten. Der Doktor selber jedenfalls glänzt einzig durch Abwesenheit, obwohl das Aufeinandertreffen mit Alisa sein Moment hätte werden können. Lars und Alisa entkommen also der Einrichtung und machen sich zusammen auf die Suche nach Antworten, die ihnen nun beiden fehlen. Dafür kämpfen sie sich durch Straßenschläger, die Tekken Force, Roboter, Kängurus, Bären, Sumo-Ringer, Karneval in Rio-Tänzerin und die Dämonen nicht zu vergessen. Oder Armor King, der zurück ist.
Die innige Freundschaft zwischen King und Marduk lockt ihn hinterm Ofen hervor und durch ein Missgeschick entdeckt King die schockierende Seifenoper-Wahrheit, dass es nie nur einen Armor King gegeben hatte, da die beiden Brüder waren. Auch keine schlechtere Idee als das, was die WWE sich ständig ausdenkt. Lars und Alyssa jedenfalls landen letztlich im Sommeranwesen von Heihachi, der es sich nach seinem 2-monatigen Friedhofsschläfchen hier hatte gut gehen lassen, während er an seinem Plan feilte, den Familienkonzern zurückzugewinnen. Das Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Vorgesetzten bringt auf einen Schlag Lars Erinnerungen zurück und auch die schockierende Enthüllung, dass Lars das Ergebnis einer von Heihachis Affären in Skandinavien war. Lars ist also ebenfalls ein Mishima. Werden mir langsam zu viele von denen. Und wie ein echter Sohn der Familie möchte er natürlich seinen Vater töten, der seine Mutter so schändlich im Stich gelassen hatte. Dabei vergaß er nur die Reflexe und vor allem Kiefermuskulatur Heihachis. Ohne nennenswerte Konsequenz wirft Lars sein gesetztes Ziel gleich wieder über den Haufen und widmet sich dem Kampf gegen seinen Neffen Jin. Dafür stellt er sich im Mishima-Hauptquartier Eddie Gordo, Nina Williams und den Dämonenroboter Nancy nicht zu vergessen. Im Angesicht von Jin zieht der aber noch sein letztes Ass aus dem Ärmel. Dr. Boskonovic hatte Alyssa nämlich als Jins Leibwächterin erschaffen, womit sie effektiv unter seinem Kommando steht. Während Lars also mit Kettensägenarmen beschäftigt ist, entkommt Jin und sucht antike Ruinen in Ägypten auf, deren magischer Schutzband vom Weltkrieg zerstört wurde. Hier hält sich Azazel auf, dessen Erwachen für Naturkatastrophen sorgt. Seiner Gefährtin beraubt, schließt sich Raven Lars an und zusammen können sie nicht nur den auftauchenden Kazuya, sondern auch das Ungetüm besiegen. Nach einem erneuten Kampf mit Alyssa brennen deren Schaltkreise final durch und Lars kann sich Jin widmen, der kein sonderliches Mitgefühl für den Verlust von Lars Weggefährtin aufbringen kann. Immerhin entlockt der Sieg über ihn dem Spiel aber die Beweggründe für Jins rätselhaftem Sinneswandel. Der geht zurück auf die Albträume, die Jin bereits in Tekken 5 plagten. Das waren tatsächlich Kontaktaufnahmen von Azazel, der sich als Erschaffer des Teufelsgens vorstellte und von Jin forderte, die Erde in eine globale Misere zu stürzen, was zu Azazels Wiedererwachen führen würde. Ein Wiedererwachen, das das Ende allen Lebens bedeuten würde. Also beschließt Jin mit seinem drastischen Maßnahmen, namentlich das Starten eines Weltkriegs, das Wiedererwachen von Azazel zu beschleunigen und ihn persönlich auszuschalten. Denn das Ungetüm kann nur von jemandem aufgehalten werden, der das Teufelsgen in sich trägt. Und Jin fürchtete, was aus der Erde werden würde, wenn Azazel erst irgendwann nach dem Ableben von Kazuya und ihm erwachen würde. Gerüstet mit dieser wichtigen Information entpuppt sich natürlich, dass Azazel nicht wirklich besiegt war. Etwas, das Jin mit einem gezielten Faustschlag ändern wollte. Und in alter Mishima-Tradition fällt er dabei in eine tiefe Schlucht. Erst Raven findet ihn später wieder. Natürlich ist er nicht tot, sondern ein Emo, der in Selbstmitleid und Verachtung badet angesichts all dem Leid und Elend, das er ausgelöst hatte. Nicht zu vergessen, das alles in Reaktion auf Albträume. Da Dr. Boskonovic nicht auffindbar ist, lässt Lars noch Alyssa in Li Chaolangs Obhut, bevor wir uns Tekken 7 widmen. Auch ohne Jin oder Azazel wurde der Krieg zwischen dem Mishima-Konzern und der G-Corporation nicht beigelegt und Heihachi nutzt das Chaos aus, um seine führerlose Firma wieder an sich zu reißen. Nina Williams und ihre mit Gewehren und diversen Sprengladungen ausgerüstete Tekken Force haben ihm nicht die Bohne entgegenzusetzen. Und obgleich Nina meistens eher wie eine Domina gekleidet ist, verhält sie sich wieder einmal sehr devot und bietet Heihachi nach der Niederlage ihre Dienste an. Und Heihachi hat nichts Besseres zu tun, als in seiner ersten Amtshandlung das King of Iron Fist Turnier 7 auszurufen. Sein Hintergedanke dabei ist, Kazuya aus der Reserve zu locken und das öffentliche Bild von ihm als Retter gegen sein wahres Gesicht zu tauschen. Denn das Finale des zweiten Turniers wurde nicht öffentlich ausgestrahlt und niemand sah ihn in Tekken 5 entkommen, sodass lediglich Heihachi die Teufelsform seines Sohnes kannte. Heihachi, der beim Meditieren von Akuma besucht wird, einem der tödlichsten Capcom Street Fighter Schurken. Er taucht auf, um Vergeltung zu üben für Kazumi Mishima, die ihn darum gebeten hatte. Die Identität von Heihachis Frau und Kazuyas Mutter wurde bereits in Tekken 2 angeschnitten oder vielmehr eingeritzt, da man die japanischen Schriftzeichen in der Dojo Stage finden kann, die den Namen Heihachi und Kazumi verbinden. Das war allerdings über 40 Jahre zuvor, denn Kazumi starb am selben Tag, als Heihachi ihren Sohn in die Schlucht hinunterwarf. Sie gab Akuma den Auftrag, weil sie wusste, wie gefährlich ihr Mann
und auch Kazuya werden würden und damit sie der Welt viel Leid ersparen konnte. Dummerweise gehört Akuma zu den Kämpfern, die nach einer wahren Herausforderung dürsten und er wartete nicht nur Jahrzehnte, sondern auch einen wahrhaftigen Weltkrieg ab, bis seine Zielpersonen endlich stark genug waren, um seiner würdig zu sein. Um den Gastauftritt zu ehren, gewinnt Akuma den Kampf gegen Heihachi und vergräbt ihn im Boden, sich aufmachend, Kazuya als nächstes auszuschalten. Doch natürlich ist Heihachi nicht wirklich tot. Wie könnte er? Akumas Raging Demon Attacke ist ja nur nachweislich der Angriff, der Bison in Street Fighter getötet hat. Heihachi jedoch möchte die Welt im Glauben lassen, er sei tot. Entsprechend wird das Iron Fist Turnier abgeblasen, da Kazuya durch die Herausforderung von Akuma ohnehin dazu gezwungen sein wird, in seine Teufelsform zu wechseln. Der Mishima-Konzern überträgt die Aufnahmen des Kampfes und Heihachi beschließt, beide mit Hilfe von Dr. Abels Weltraumlaser auszuschalten. Doch da Mishimas untötbar sind, feuert das die Familienfehde nur noch mehr an. Genauso wie die Enthüllung der Teufelsbilder, die Kazuyas öffentliches Ansehen als Retter der Menschheit mit einem Mal kippen lassen. Aus Rache zerstört Kazuya mit seinem eigenen Teufelslaser die Weltraumapparatur, deren Überreste auf eine Großstab hinabfallen, Chaos und Zerstörung anrichten und die Menschen dann doch wieder gegen den Mishima-Konzern aufbringen. Wie Fähnchen im Wind. In eine Ecke gedrängt, fordert Heihachi seinen Sohn zu einem letzten Duell heraus, in dem es um ausnahmslos alles gehen sollte. Und um die unwahrscheinliche Eventualität seines Ablebens abzusichern, akzeptiert er die Interviewanfrage des Journalisten, der als Erzähler von Tekken 7 fungiert. Ihm offenbart er die wahre Geschichte über seine Frau Kazumi Hachicho. Die beiden waren schwer verliebt, bis Symptome einer gespaltenen Persönlichkeit auftauchten, die wiederum offenbarte, dass Kazumi sich nur in die Mishima-Familie eingeheiratet hatte, um Heihachi auszuschalten, bevor er eine Bedrohung für die Welt werden konnte. Die Hachicho-Familie war bis in alle Ewigkeit mit dem Teufelsgen verflucht und nutzte die Macht aus, um ihre eigene Gerechtigkeit auszuleben. Doch auch diese Macht ist nicht genug, um Heihachi das Wasser zu reichen, der schweren Herzens tut, was getan werden muss. Das offenbart auch die wahren Absichten hinter dem Klippenwurf seines Sohnes. Heihachi wollte nicht etwa testen, ob Kazuya der Familie würdig war, er wollte erfahren, ob Kazumi das Teufelsgen samt seinen Flügeln weitervererbt hatte. Dieser aufgestaute Konflikt gipfelt im Showdown in einem aktiven Vulkan mit den diversesten Phasen und zahlreichen Flashbacks aus über 20 Jahren Tekken-Historie. Die beiden ziehen alle Register und Kazuya kann nicht fassen, dass Heihachi selbst die Kombination aus diversen Teufelslasern überlebt, von denen schon einer einen ganzen Weltraumsatelliten vom Himmel geholt hat. Schließlich hatte Kazuya seinen Vater auch seit Tekken 1 nicht mehr besiegt, was ihm immer noch das Gefühl gibt, dieser hilflose 5-jährige Junge von damals zu sein. Doch das kann er nicht akzeptieren. Es ging um alles. Jetzt oder nie. Nach all dieser Zeit ist Heihachi Mishima tatsächlich tot. Und die gesamte Story von Tekken lässt sich damit zusammenfassen, dass Kazuya und Heihachi sich gegenseitig abwechselnd von einer Klippe werfen. Lars derweil bringt Jin zurück zu Li Chaolan, bis er endlich aus seiner Ohnmacht aufwacht und die Aufgabe auferlegt bekommt, das Unheil wieder gut zu machen, das er angerichtet hatte. Was in erster Linie bedeutete, dass er das Teufelsblut in seinen Adern dafür benutzen musste, um den wahren Teufel Kazuya unschädlich zu machen. Der keinen dritten Weltkrieg angezettelt hatte. Sein erster Versuch daraufhin artet in einen epischen Anime-Kampf aus, in dem beide ihre animalische oder vielmehr dämonische Seite loslassen, die halbe Stadt zerstören und Jin am Ende doch den kürzeren zieht. Doch der Kampf ist nicht das einzige, das er verloren hat, denn fortan ist es ihm nicht mehr möglich, seine Teufelsform heraufzubeschwören, ohne die er gar nicht versuchen braucht, Kazuya erneut herauszufordern. Was verheerend ist, angesichts der Tatsache, dass Kazuya soeben das 8. King of the Iron Fist Turnier ausgerufen hat.
Raven und seine von Phantom Raven geführte Organisation rüstet sich für den Kampf gegen die Megakonzerne, um ihrem vernichtenden Treiben endlich ein Ende zu bereiten. Während das Kampfturnier dieses Mal tatsächlich stattfindet. Dort trifft Jin auch auf Reina, wie er, eine Schülerin der Mishima Polytechnical School, die mit ihren blitzschnellen Angriffen besticht und eine offensichtliche Verbindung zu Heihachi aufzuweisen scheint, die sie allerdings abwinkt. Claudio Serafino und Safina rücken mehr in den Fokus. Claudio ist der mächtigste Exorzist der Welt und Safina gehörte zu dem Dorf, dessen Aufgabe es war, das Grab von Azazel zu beschützen. Sie stecken regelmäßig die Köpfe zusammen und sind besorgt angesichts der Ausmaße, die Kazuyas Kräfte angenommen haben. Währenddessen bereiten Lars, Jin und Phantom Raven aka Victor Chevalier samt deren UN-Kräften den Angriff auf das Turnier und somit Kazuya vor, der dieses Chaos dafür nutzt, sich Safina zu schnappen und ihr Leben für die Wiederbelebung von Azazel zu opfern. Kazuya bezwingt den Gott und verleibt sich, wie geplant, dessen Kräfte ein, um die ultimative Lebensform zu werden. Alle klopfen Jin noch schnell auf die Schulter und legen alle ihre Hoffnung in ihn. In den Mann, der den Dritten Weltkrieg losgetreten hat, wollen wir nicht vergessen. So, dass er verschwinden kann, während sie sich in einem epischen Avengers-Moment alle zusammen Kazuya stellen und elendig verlieren. Glücklicherweise springt Reina zur Hilfe, die ungeahnte Kräfte freisetzt und Ultra Kazuya tatsächlich die Stirn bieten kann. Für eine Weile. Um den Kampf zu beenden, sammelt Claudio all seine Kräfte und feuert sie in einem Energiepfeil ab, dem Kazuya problemlos ausweichen kann. Nicht ahnend, dass Claudio den Pfeil steuern und zurückkommen lassen kann. Allerdings nicht, bevor Kazuya seinen Laser abfeuert und Claudio pulverisiert. Doof, dass du kein Mishima bist, hä? Während damit auch der zweite Charakter gestorben ist, der dem Teufelsgen etwas entgegenzusetzen hatte, sitzen Jin, Panda und all die Girls hier in Lillys Privatflugzeug, wo letztere den Kazama Stammbaum anspricht. Ohne dass endlich mal die Verwandtschaft von Jin Kazama und der ebenfalls anwesenden Asuka Kazama thematisiert wird. Auf Yakushima angekommen, dem Ort, wo Jins Mutter Oga zum Opfer gefallen sein soll, verfällt Jin in einem Schrein, der ihn magisch angezogen hat, in eine Trance, während überall um sie herum Jack-Roboter landen, die auf der Jagd nach ihm sind und die Link nun alleine aufhalten muss. Währenddessen legen sich Jins Verbündete mit Kazuyas G-Corporation an, wobei einige alte und neue Rivalitäten aufflammen. Die ehemals besten Freunde Paul und Martial Law stehen sich gegenüber, weil Paul letzteren um Geld betrogen hat und seine Chance sehend, endlich Rache zu üben, greift auch Kuma an, wobei er von einer herannahenden Rakete getroffen wird. King derweil hält mit seinen Wrestling-Moves die Moral der Soldaten aufrecht. Nina kündigt inmitten des Schlachtfelds einfach ihren Job und verschwindet, kurz bevor Kazuya auftaucht und ohne Rücksicht auf Verluste alles befeuert, bis Reina sich dazwischen wirft. Was wiederum das Teufelsgen in ihr erwachen lässt. Sieh an, sieh an! Kazuya jedenfalls verschwindet wieder, weil er eine Eingebung darüber hat, wo Jin steckt, und Lars kann gerade noch rechtzeitig auftauchen, um sich ihm entgegenzustellen. Seine Ähnlichkeiten zu Heihachi bringen Kazuya tatsächlich gehörig durcheinander. Jin derweil ist immer noch in seinem Traum gefangen, indem er seine Mutter Jun reglos auf dem Boden entdeckt, während die Erscheinung von Devil Jin ihn davon überzeugen möchte, dass er in seinem Innersten böse und ein schlechter Einfluss auf sein Umfeld ist. Er sollte sich zurückziehen und für sich alleine bleiben. Jin widersetzt sich diesem Ansatz, bekämpft seinen Teufel und kann somit die tiefste Ebene seines Unterbewusstseins betreten, wo er buchstäblich den Spiegel vorgehalten bekommt und die Verantwortung für seine schrecklichen Taten übernimmt. Vor sich. Nicht etwa vor all den Menschen, denen er geschadet hat. Jedenfalls akzeptiert er sein wahres Wesen und kehrt als halber Teufel und halber Engel zurück in seinen Körper, um gerade rechtzeitig Lars von Kazuyas vernichtendem Laserstrahl zu retten. Dass im Inneren die ganze Zeit sein Engel geschlummert hat, während Kazuya einfach bis aufs Blut böse ist, wird übrigens auch hervorragend durch die Form ihrer Flügel dargestellt. Kazuya mit seinen dämonischen Fledermausflügeln und Jin mit seinem facettenreichen Gefieder. Der eine ist der Teufel, der andere ein gefallener Engel.
Der Luftkampf gegen seinen Vater bricht aus und als er Kazuyas Genki Dama aufzuhalten versucht, erscheint ihm ein weiteres Mal seine Mutter, was seine Engelhälfte die Überhand gewinnen lässt, wodurch Jin seine koreanische MMO-Rüstung anlegt und den riesigen Energieball abwehren kann. Wir erinnern uns an dieser Stelle, dass auch Kazuya in Tekken 2 eine Engelform in sich trug. Durch den Aufprall allerdings werden riesige Felsbrocken in die Luft geschleudert, die die beiden Kämpfenden mit sich reißen, sodass sie ihre Schlacht im All fortsetzen müssen, mit Kräften, die sich unterm Strich gegenseitig aufheben, sodass sie wieder zurück auf die Erde fallen. Da Engel und Teufel sich nichts entgegenzusetzen haben, fällt alles darauf zurück, dass sie sich in ihrer menschlichen Form zum Showdown treffen müssen und letztlich ihre tatsächlichen Kampffertigkeiten über den Ausgang entscheiden, anstelle von irgendwelchen magischen Superkräften. Tekken 3 Flashback! Jin gewinnt, lässt Kazuya aber dennoch am Leben, so dass er von jemandem gefunden werden kann, der sich durchaus als Jun entpuppen könnte. Wahrscheinlich hat Jin auf den Gnadenstoß verzichtet, weil er nicht ahnt, dass viele Kilometer weiter mit Reina gerade ein weiterer Teufel erwacht ist, der mit seiner Frisur zweifelsohne Heihachi wieder aufleben lassen möchte. Wobei es gar nicht nötig ist, Heihachi wieder aufleben zu lassen, weil er nie gestorben ist. Tatsächlich hat ihn ein buddhistischer Mönch des Tekken-Clans aufgefangen, bevor er in die Lava des Vulkans fallen konnte. Oh mein Gott. Kannst du dir nicht ausdenken. Der Kampf mit seinem Sohn hatte aber natürlich zur Folge, dass er sein Gedächtnis verloren hat, wodurch er das Training bei den Mönchen allerdings mit reinem Herzen vollführen konnte, um die ultimative Mashima-Technik zu erlernen und das Böse in seinem Inneren zu vertreiben. Als finale Prüfung, dem Star Crusher Trial, muss er einen Meteoroiden zerschlagen, der nur alle 200 Jahre auf die Erde stürzt. Witzigerweise in diesem Jahrhundert ausgelöst durch den Kampf zwischen Jin und Kazuya im Weltall. Sein altbekannter Stirnstoß bringt ihm allerdings auch seine alte Frisur zurück und all die Bosheit, die damit einhergeht. Ich kann kaum erwarten, wie diese Quatschkirmes weitergeht. Und Quatsch gibt's hier jede Menge im Zuhause deiner Videospielerinnerung. Ganz besondere Grüße gehen raus an meine Quatschköpfe Multi-Retrojäger Miguel und Michael für ihren Lord-Support als Kanalmitglieder. Ihr seid die Raptoren in meiner Känguru-Familie.